Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg wurde durch die Corona-Pandemie stark getroffen. Noch immer befinden sich viele Beschäftigte in Kurzarbeit. Solo-Selbstständige bangen um ihre Existenzen. Lieferketten sind unterbrochen und die Automobilindustrie und ihre Zulieferer leiden unter einem Nachfrageeinbruch. Mit welchen wirtschaftspolitischen Maßnahmen das Land die Krise bewältigen kann, darüber diskutierten die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und ZEW-Präsident Prof. Achim Wambach in der Reihe ZEW Live. Zu Beginn der Veranstaltung gab Professor Wambach einen Überblick über die aktuelle Lage und erläuterte, mit welchen Forschungsergebnissen das ZEW die Politik unterstützt. Wir machen Studien mit Unternehmen. Wie werden die Unternehmen resilienter? Wie kommen die besser durch die Krise? Wir analysieren aber auch aktuelle Daten. Also das eine ist Befragung, das andere ist Datensätze, die wir haben, um der Politik auch sozusagen die Information zu geben, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen kann. Für Baden-Württemberg ist seit Beginn des Lockdowns die Liquiditätssicherung das oberste Gebot, um eine Insolvenzwelle unter den baden-württembergischen Unternehmen zu verhindern. Die Ministerin zeigte sich erfreut, dass sich die Hilfsmaßnahmen von Bund und Land gut ergänzten. Also die Gelder, die jetzt zur Verfügung gestellt werden für den Aufbau von Seiten des Bundes, und wir werden als Land hier auch noch flankieren, gerade in den Bereichen, in denen die Bundesprogramme nicht ausreichen werden für Baden-Württemberg, für unsere Wirtschaft. Da sehe ich große Chancen, dass wir jetzt die Weichen in die richtige Richtung stellen und das eben auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln. Darüber hinaus geht es aber für das Land natürlich darum, weiterhin attraktiv zu sein. Die großen Themen sind der Strukturwandel, der stattfindet. Wie kriegen wir die neuen Technologien in das Land? Der Fachkräftemangel, dass das Land die Infrastruktur, die es bereitstellt in der Bildung, im Digitalbereich, dass diese Infrastruktur auch sozusagen gut aus der Krise rauskommt, weil das macht die Stärke des Landes aus. Auch die Ministerin glaubt an die Wirtschaftskraft des Landes und sieht Chancen für Baden-Württemberg. Stichwort Wasserstoff, Stichwort Batterie, Stichwort künstliche Intelligenz, aber auch Quantencomputing. Da haben wir schon eine gute Basis in Baden-Württemberg. Darauf können wir aufbauen, darauf müssen wir aufbauen, gemeinsam mit unserer Wirtschaft. Und das müssen wir als Chance begreifen. Wenn uns das gelingt, dann werden wir auch die Krise als Chance nutzen. Und davon bin ich überzeugt, dass uns das gelingen wird. Das ZEW mit seinen wissenschaftlichen Erhebungen und den Veranstaltungen wie ZEW Live liefern hierbei wichtige Impulse. Und hier ist das ZEW eben für uns ein ganz wichtiger Ratgeber, ein erfahrener, kompetenter Ratgeber, die eben über unterschiedliche Informationen, die sie ermitteln, ganz wichtige Impulse setzen, auch für die Wirtschaftspolitik in Baden-Württemberg, aber eben weit darüber hinaus auf den ganzen europäischen Raum.